Im heutigen Video tauchen wir ein in die Mythen und Theorien um die versunkene Stadt Atlantis. Viel Spaß beim Zuschauen und Hören. Die Geschichte von Atlantis ist eine faszinierende Legende, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Verschiedenste Wissenschaftler, Theoretiker, Schriftsteller und Philosophen haben unterschiedliche Theorien über Atlantis entwickelt. Einige halten es für eine legendäre Stadt, während andere glauben, dass sie möglicherweise auf einer realen historischen Grundlage beruht. Spekulationen über Atlantis reichen von der Annahme, dass es eine versunkene antike Zivilisation sein könnte, bis hin zu der Idee, dass sie nur eine allegorische Erzählung ist. Einige Forscher vermuten, dass Atlantis eine Metapher für den Untergang einer frühen Hochkultur oder eine Legende ist, die auf realen Ereignissen basiert, aber im Laufe der Zeit stark übertrieben wurde. Andere suchen nach archäologischen Beweisen für eine mögliche Lage von Atlantis, aber bisher gibt es keine eindeutigen Beweise für ihre Existenz. Dem gehen wir heute näher auf den Grund. Kapitel 1 – Die Lage. Die genaue Lage von Atlantis ist bis heute ein Rätsel und ist Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Einige Theorien besagen, dass Atlantis im Atlantischen Ozean lag, möglicherweise in der Nähe der Azoren, während andere vorschlagen, dass es sich irgendwo im Mittelmeer befand. Es gibt jedoch keine eindeutigen Beweise dafür, wo Atlantis tatsächlich gelegen haben könnte. Aber was ist mit den Bewohnern geschehen, wenn es Atlantis tatsächlich gegeben hat und demnach unterging? Kapitel 2 – Die Bewohner Atlantis und mögliche Parallelen. Es gibt verschiedene Spekulationen darüber, wohin die Atlantier nach dem Untergang von Atlantis gegangen sein könnten. Einige Theorien besagen, dass sie möglicherweise in andere Teile der Welt migriert sind und ihre Kultur und Technologien dort verbreitet haben könnten. Andere vermuten, dass sie in der Legendenbildung anderer antiker Kulturen wie der ägyptischen oder der mesoamerikanischen Zivilisationen weiterlebten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies alles Spekulationen sind, da es keine konkreten Beweise für das Schicksal der Atlantier gibt. Dennoch gibt es einige Theorien und Spekulationen über mögliche atlantische Einflüsse auf andere antike Kulturen, was die Aussage von zuvor stützen würde, aber konkrete Beweise sind schwer zu finden. Einige Forscher haben Parallelen zwischen bestimmten kulturellen Elementen wie Architektur, Religion oder Technologie in verschiedenen Teilen der Welt gezogen und vermutet, dass sie möglicherweise auf eine gemeinsame Ursprungskultur zurückzuführen sind. Dies wird manchmal als Beweis für den Einfluss von Atlantis oder einer ähnlichen verlorenen Zivilisation interpretiert. Jedoch werden diese Verbindungen oft kontrovers diskutiert und bleiben Gegenstand intensiver Debatten in der archäologischen und historischen Forschung. Kapitel 3 – Theorie eines Philosophen. Laut dem Philosophen Platon war Atlantis eine fortschrittliche Zivilisation, die vor Tausenden von Jahren existierte und dann im Meer versunken ist. In Platons Werken Timaios und Kritias beschreibt er Atlantis als eine mächtige und hochentwickelte Zivilisation, die vor Tausenden von Jahren existierte. Laut Platon befand sich Atlantis jenseits der Säulen des Herakles, die oft mit der Straße von Gibraltar identifiziert werden. Er beschreibt Atlantis als eine große Insel mit fruchtbaren ebenen Bergen und einem riesigen zentralen Berg, auf dem sich die Hauptstadt, bekannt als Metropolis, befand. Die Stadt war von Ringen aus Wasser und Land umgeben, die durch ein ausgeklügeltes Kanalsystem miteinander verbunden waren. Atlantis soll über eine fortschrittliche Gesellschaft mit beeindruckenden Architektur- und Technologiekenntnissen verfügt haben. Die Bewohner waren bekannt für ihre Wissenschaft, ihre Künste und ihre militärische Macht. Trotz ihres Reichtums und ihrer Stärke wurden die Atlantier laut Platon durch ihre zunehmende Arroganz und Machtgier bestraft, was schließlich zu ihrem Untergang führte, als die Insel durch Naturkatastrophen innerhalb eines Tages und einer Nacht ins Meer versank. Kapitel 4 – Theorie eines Schriftstellers. Graham Hancock, ein bekannter Schriftsteller, der sich mit alternativer Geschichtsschreibung und archäologischen Rätseln beschäftigt, hat mehrere Bücher veröffentlicht, die Atlantis und andere verlorene Zivilisationen erforschen. In seinen Werken wie Fingerprints of the Gods und Magicians of the Gods untersucht Hancock verschiedene archäologische und geologische Beweise sowie mythologische Überlieferungen, um seine Theorie zu unterstützen, dass es in der Vergangenheit hochentwickelte Zivilisationen gegeben haben könnte, die möglicherweise von Naturkatastrophen zerstört wurden. Während Hancock sich oft auf Platons Beschreibung von Atlantis stützt, geht er weiter und schlägt vor, dass die Zerstörung von Atlantis durch einen kosmischen Einschlag oder eine globale Katastrophe verursacht worden sein könnte. Seine Theorien haben sowohl Zustimmung als auch Kritik von der wissenschaftlichen Gemeinschaft erhalten.
Graham Hancock hat das Auge der Sahara, auch bekannt als das Richard-Struktur, in seinem Buch Fingerprints of the Gods erwähnt. Er spekuliert darüber, dass diese geologische Formation möglicherweise mit der legendären Stadt Atlantis in Verbindung gebracht werden könnte. Hancock betrachtet die Ähnlichkeiten zwischen der kreisförmigen Struktur des Richard-Kraters und der Beschreibung von Atlantis als kreisförmige Insel mit konzentrischen Ringen aus Wasser und Land. Obwohl Hancock darauf hinweist, dass dies keine definitive Beweise für die Existenz von Atlantis darstellt, deutet er darauf hin, dass das Auge der Sahara ein interessanter Hinweis sein könnte, der weitere Untersuchungen rechtfertigt. Es gibt einige Theorien, die das Auge der Sahara mit Atlantis in Verbindung bringen, insbesondere aufgrund seiner kreisförmigen Struktur, die einigen Interpretationen von Platons Beschreibung von Atlantis ähnelt. Einige spekulative Hypothesen schlagen vor, dass das Auge der Sahara möglicherweise der Überrest des zentralen Berges von Atlantis sein könnte, während andere vermuten, dass es sich um die Überreste einer antiken Stadt handeln könnte, die mit Atlantis in Verbindung steht. Es ist wichtig anzumerken, dass dies reine Spekulationen sind und es keine wissenschaftlichen Beweise für eine solche Verbindung gibt. Das Auge der Sahara wird im Allgemeinen als ein natürliches geologisches Phänomen betrachtet, das durch Erosion und geologische Prozesse entstanden ist. Dennoch stützt dies die Theorie vom Anfang über den Verbleib der Atlantier, die sich nach dem Untergang Atlantis möglicherweise im ägyptischen Raum niedergelassen haben könnten. Dies lässt darauf schließen, dass sich die versunkene Stadt Atlantis tatsächlich in der Sahara befunden haben könnte, und unterstreicht zudem die Aussage über die Parallelen hinsichtlich der kulturellen Elemente und des gemeinsamen Ursprungs. Fazit: Insgesamt bleibt Atlantis ein faszinierendes Rätsel der Geschichte und Mythologie. Obwohl es zahlreiche Spekulationen, Theorien und Legenden darüber gibt, bleibt die tatsächliche Existenz von Atlantis bis heute unbestätigt. Trotzdem hat die Geschichte von Atlantis die menschliche Vorstellungskraft über Jahrhunderte hinweg beflügelt und bleibt ein faszinierendes Thema für Forscher, Schriftsteller und Träumer gleichermaßen. Es ist ein Symbol für die menschliche Neugier und unseren Wunsch, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu entschlüsseln. Wir hoffen, der kleine Ausflug in die Geschichte und Mythologie der versunkenen Stadt Atlantis hat euch gefallen und dann fürs Zusehen und Hören.